Also Jakob hat mich irgendwann gefragt, du Sophie, wie wäre das eigentlich, wenn ich mit Conne, Karl und natürlich Emil in die Alpen fahren würde? Dann habe ich erst so kurz gestutzt, so ja, ohne die Mütter. Das ist mit das Dümmste seit langem, was ich gemacht habe. Das ist halt einfach abartig steil. Jakob und auch Emil sind immer gut drauf, solange sie essenstechnisch versorgt sind. Also in Livigno muss ich auf jeden Fall mal in den Supermarkt gehen, wenn der Emil weiterhin in dem Maß Riegel frisst. Conne ist eigentlich ja ein totaler Ruhepol, sehr im Detail unterwegs, also so Routenplanung. Das ist, glaube ich, genau sein Ding auch. Die Kinder sind ja an sich beide super cool und lieb, aber auch die haben manchmal so ihre Durchhänger, was die Laune angeht. Wutanfälle, die dazu führen, dass man doch nicht weiterkommt. Wenn man mit einem Kind in der Autonomiephase zusammen ist, dann braucht man einfach unfassbar viel Geduld und Energie. Hey, stopp! Haben wir genug Klopapier? Oh, das haben wir noch gar nicht. Hip. Sonnenbrille auf. Unsere Tour führt uns in 6 Tagen 180 Kilometer und 6000 Höhenmeter einmal rund um den Schweizer Nationalpark und endet mit einer Nacht auf der Cache-Hütte. Mit dabei 2 vollgepackte Hänger und unsere 2 Co-Piloten. Die erste Etappe geht von Zernez am Inn entlang hoch zu unserem ersten Nachtlager oberhalb der Baumgrenze am Fuße des Piz Minchun. So zumindest unser Plan. Wir Naivlinge. Oh, der schläft, ne? Nein. Doch. Da wird sich mal hinten reinsetzen. Ja. Das ist ein bisschen kuscheliger, oder? Müssen wir eigentlich mal wiegen hier, unser Setup. Also werden schon ein paar Kilochen sein. Und was wiegen die Jungs mittlerweile? 15 mindestens. Karl ist, glaube ich, noch schwerer als Emil. So 17, 18 vielleicht. Oh, du kannst pusten. Wer ist da? Möchtest du noch einen Apfel? Ein Croissant. Ein Croissant haben wir nicht. Croissant. Ein Croissant haben wir nicht. Ich glaub, Kakao. wenn wir einen Bäcker finden, dann kaufen wir eins, okay? Wer weiß. Vielleicht gibt es hier Croissants. Nachdem wir viel zu spät losgekommen sind, melden sich bei Karl und Emil pünktlich um 18 Uhr die knurrenden Mägen. Suboptimal, denn unser Tagesziel ist noch in weiter Ferne. Da wir anscheinend sehr hilfsbedürftig aussehen, bietet uns ein Einheimischer ein kleines Notquartier an. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Stimmung kippt. Die gelbe willst du? Ja. Und der gelbe. Das ist mein. Darf ich dem Karl geben? Das ist meine Schüssel. Nimm die mal. Oh, Emil, guck mal. Du kannst den blauen und den Titanlöffel haben gegen einen gelben. Das ist ein guter Tausch. Megatausch. Hier rein. Ja, nicht mehr. Hey, Emil. Wir machen Trailer. Was passiert da? Der Emil hat dich geschubst. Nee, nicht schupfen am Stein. Nicht schubsen, ne? Ihr seid ein bisschen überdreht, ihr beiden. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Geplant für Tag 2 ist wieder der Aufstieg über die Alpe Larette, hoch Richtung Piz Minchun und wieder hinunter nach Scuol. Über 800 Höhenmeter im steilen Gelände und unsere 2 Co-Piloten sorgen auf jeden Fall dafür, dass wir auch unsere letzten Luftreserven noch brauchen. Wie hoch wir schon sind? 1820 Meter.
5 gefahren. 1821 Meter. Und kann mein Skiboot gefahren. 1822 Meter. Die Boot gefahren. 1823 Meter. Und dann gefahren. Guck mal, wir kommen gleich aus dem Baum raus, Jungs. Dann sind wir so hoch, dann wachsen keine Bäume mehr. 2060, Karl, falls es dich interessiert. Jetzt haben wir es geschafft, schau mal. Boah. Pause. Kaiserschmarrn. Wir müssen gucken, wie wir weiterkommen. Wir sind natürlich wieder zu spät ein bisschen. Und da wir jetzt im steilen Hänger noch nicht so schnell vorankommen, und wir aber auf der anderen Seite nicht zu spät am Abendplatz ankommen wollen, sind wir jetzt im Zwiespalt, ob wir jetzt noch über den Berg drüber gehen oder ob wir von hier direkt irgendwie runtergurken. Emil will Aufrad fahren, Karl ist aber jetzt müde, das heißt von hier los ist auch irgendwie blöd. Ja, ich muss mal irgendwie gucken, wenn wir das alle Bedürfnisse unter einen Hut kriegen. Tag 3 beginnt mit guten 1100 Höhenmetern und langen 20 Kilometern Anstieg hoch zum Costeinerspass. Von dort geht's dann wieder runter nach Santa Maria zu unserem nächsten Nachtlager. Und so langsam grooven wir 4 uns ein. 1450. Wie hoch sind wir schon? 1451. Wie hoch sind wir schon? 8 Kilometer. Haben wir. Ungefähr Hälfte zum Pass haben wir, ne? Ja, willst du aufs Töpfchen? Hi. Boxenstopp. Fahren ist hier leider nicht mehr. Es ist ganz schön schwierig, die Spur zu halten mit dem Gewicht. Aber man kann gut schieben. Ab und zu bleibt man hängen und ist natürlich schwer, aber es geht. Willst du auf den Sitz vorne? Ja. Dann machen wir einmal Platz. Genau, probieren wir den Jackentrick. Da die Arme jetzt rein und dann über den Kopf. Yeah! Doch, schon. Ja, hat geklappt. Willst du dich Pferdekacker fahren? Ja. Wenn wir Pferdekacker sehen, dann fahren wir da ganz schnell durch. Go, go, alle! Oh. Super, go, Karl! Bravo! Yeah! In den Katzen! Super, Karl! Lässt du die Hand verrecken da? Da siehst du's. Siehst du? Da filmt's. Kannst Hallo sagen. Hallo. Okay, los geht's. Voll durch die Kacke, fahr mal durch die Kacke. Das war so steil. Hier ist der Tennisball. Da. Wir haben keinen Tennisschläger mit. Willst du den haben? Komm, probier mal. Sonst musst du dich jetzt einfach mal kurz. Ein guter Kai. Oder Karl braucht mal eine Pause, der ist durch. Nein. Der kommt gleich wieder, weißt du? Der braucht eine Pause. Jetzt.
Tag 4 führt uns knappe 1000 Höhenmeter hoch ins Valmora, runter ins Valle di Fraile und nochmal 300 Höhenmeter über den Pass, damit wir anschließend wieder runter nach Livigno fahren können. Hältst du den auf? Mein Pet ist aufgepackt. Da hat Leckerling. Schauen wir vielleicht damit auf der Hand. Oh, guck. Vorsichtig, guck. Jetzt ist er auf deinem Helm. Ciao, Schmetterling. Vielleicht kommt er auch mit. Pass auf. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Der Jakob? Nein. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Die Mama. Sollen wir sie mal schnell anrufen? Nein. Nicht anrufen? Du wirst sie sehen, gell? Oh. Magst du noch mal einen Notfallschnulli? Mal ein bisschen im Hänger chillen. Ist das gut? Na also. Nein. Nee, magst du vorne hocken? Mit Nene. Nee, die Nene geht's nur hinten. Nein. Dann müssen wir die Mama gegen den Schnulli tauschen. Ja. Dann, weiter geht's, oder? Soll ich den Schnuller wieder nehmen? Sollen wir auf den Karl warten? Ja. Dann fahren wir ganz langsam und dann kann der Karl uns überholen. Warte noch. Und jetzt schnell kitzeln, los! Schnell, los, kitzeln! Wir machen gut Höhe. Wir sind knapp über eine Stunde unterwegs. Wir fahren mega langsam. Pferde. Wo? Da unten. Das ist Elektrobike, oder? Nee. Nee. Kein Elektrobike. Kein Elektrobike. Das ist super. Guck mal, das ist ein Brunnen, Karl. Sollen wir mal die Flaschen da auffüllen? Gut, also ich bin ready, wir können. Ja. Liegst du ein bisschen so weit oberhalb, ja? Ja. Muskaka? Ja. Ein Bild für Götter. Ich schicke der Mama mal ein Foto von euch, ja? Karl, schau mal. Lela! 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 Also wir haben hier jetzt unsere Unterkunft für eine Nacht. Jetzt müssen wir die Mülltonnen noch ein bisschen rüberschieben. Das geht schon, das geht schon. Besser als nichts. Nachdem wir unsere Zelte in die wirklich allerletzte Lücke von Livigno gequetscht haben, tanken wir endlich Kraft, die wir sicherlich brauchen können für den anstehenden Ciacciona-Pass, das 19-prozentige Steigungsbiest. Prädestiniert dafür, um 2 Kleinkinder hochzuschleppen, damit diese mit ihren Laufrädern den Flowtrail zurück in die Schweiz düsen können. Doch bis dahin eine Geduldsprobe für uns alle. Mein Finger ist kalt. Karl, willst du Sockenhandschuhe anziehen? Ja. Ja. Und nochmal die anderen Sockenhandschuhe. Oh, das wird, glaube ich, zornig nachher hoch. Ja, und hier geht's hoch. Scheiße, ey.
Hier kommen überall noch Steine und wir sind heute ganz langsam, weil es so steil ist, okay? Oder runter. Das geht jetzt leider nicht. Da oben. Oben ist keine Kühe. Emil, wir sind hier in den Bergen. Hier hat es überall Kühe. Nein. Der Emil will unbedingt Kühe. Und er glaubt mir nicht, dass es oben noch mal eine Alpe hat. Wirklich? Nein, da oben ist keine Kühe. Oben Hier ist keine Kühe. Doch, Da oben ist keine Kühe. doch, glaub mir doch mal was. Halt! Murmeltier, Murmeltier, Murmeltier. Da oben. Magst du schieben hinten? Mit dem Karl. Wir warten auf den Karl, okay? Ja. Hey, darf ich ein Bild machen? Ja, klar. Weil das glaubt mir kein Mensch. Hallo Karl. Oh, es gibt 3 Varianten. Im Hänger, auf den Sitz und in der Trage. Und das ist mit Abstand die anstrengendste. Nein, für dich nicht. Okay. Das ist mit das Dümmste seit langem, was ich gemacht habe. Das ist halt einfach abartig steil. Und einmal Schwung nehmen und... Ja, sehr gut. Haben es geschafft. Höchster Punkt der Tour. Der Tatjana Pass. Knapp 2,7. Ein Cent für den Papa, einen für die Mama, einen für den Karl und einen für den kleinen Bruder. Gut. Ein Träumchen, das erste Schokocroissant im Leben. Jetzt geht's schön wieder runter in die Schweiz. Schau mal, das ist über den Stein. Hallöchen, Schweinchen. Und? Unsere 6. und letzte Etappe führt uns wie geplant für die letzte Nacht hoch zur Cashhütte. Das heißt, wir können die Anhänger, Zelte und all das Gepäck unten im Tal lassen und die letzten Kilometer mit leichtem Gepäck genießen. Ich glaube, am schwierigsten wird heute der Schlaf der Jungs abzupassen, weil sie natürlich nicht im Hänger schlafen können, aber auf jeden Fall einen Mittagsschlaf noch brauchen. Ich denke mal, wir werden uns irgendwie ein schattiges, ruhiges Plätzchen suchen, wo die dann hoffentlich schlafen und keine Steine werfen wollen. An jeder Brücke müssen wir anhalten und Steine schmeißen. Für ihn cool, wenn man so zur Hütte will, dann eher nicht. Die kommen gleich. Weißt du, wir sind heute schneller als der Conny. Wir müssen noch davor. Guck. Karl, die kommen gleich, der schläft noch kurz. Karl schläft. Karl schläft, ja. Nein. Der Conny weckt ihn und dann kommen sie. Hey, die kleine Knautschbacke. Sollen wir gleich mal weiterfahren?
Oder möchtest du noch ein bisschen schlafen? Nur die Position gewechselt. Ja, wir haben uns hier ein Pausenplätzchen ausgesucht und Emil schläft ganz gemütlich. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Orte dafür. Das einzige Problem ist, dass Conny und Karl noch immer nicht da sind, obwohl wir jetzt hier schon seit über einer Stunde warten. Es gibt keinen Empfang und eigentlich war so der Plan, dass die uns hier wieder aufholen. Ja, das ist noch nicht der Fall, deswegen weiß ich es nicht so recht. Noch länger warten, gehen wir langsam weiter bis zur Hütte oder drehen wir sogar um, weil die vielleicht aus welchem Grund noch immer nicht hochkommen. Wir haben jetzt leider schon so spät, dass wir es nicht mehr pünktlich auf die Hütte schaffen. Und die anderen sind eben noch nicht mal in Sichtweite. Und man sieht hier richtig weit Tal runter. Insofern, die bräuchten noch mindestens 1,5 Stunden hierher. So ist es manchmal in den Bergen. Stimmt's, Emil? Fahren wir heim. Einschlagen. Ciao. Das war es also, das erste Radreiseabenteuer für unsere Co-Piloten. Natürlich lief nicht alles rund, so muss die gemütliche Nacht auf der Cache-Hütte eben warten. Aber würden wir wieder los? Unbedingt. Spontanität, Ausdauer, etwas Optimismus und wahrlich gute Nerven sind ein Muss. Aber die Leidenschaft mit den eigenen Kindern zu teilen und ihnen vielleicht sogar einen Hauch davon mitgeben zu können, ist es wert. Und dennoch freuen wir uns erstmal wieder auf einen geregelten Alltag und etwas Erholung. Schön, dass du da bist. Wie war's? Sehr schön oben, echt. Ja? Echt, ja. Aber was war los? Keine Lust mehr gehabt? Nee, ich fahre dann hier alleine ohne euch hoch. Das ist nicht mein Bergverständnis. Es war ein bisschen dumm, dass man nicht... Wenn ich kommunizieren kann, die Walkie-Talkie stehen nicht mehr. Wie hoch warten ihr? Wir sind gar nicht mehr weitergekommen, wo wir uns getrennt haben. Ach krass. Der ist ja da eingeschlafen. Ach so. Dann ist er irgendwann aufgewacht, war gut drauf und was halt sonst.